Osterpicknick am Meer. Thomas blickte überrascht auf, als plötzlich ein älterer Mann mit einem kleinen Hund neben ihm im Sand stand und freundlich auf seinen Picknickkorb zeigte. Darf ich mich dazu setzen? Ich bin Peter, und wie es aussieht, hatten wir heute wohl dieselbe Idee. Thomas lächelte zaghaft und rückte zur Seite. Noch konnte er nicht wissen, dass dieser Ostertag am Meer voller unerwarteter Begegnungen und Geschichten stecken würde, die er so schnell nicht vergessen sollte. Als Thomas am späten Karfreitagabend die Nachricht erhielt, dass seine Tochter Lori und seine beiden Enkelkinder Mats und Michel nun doch nicht zum Osterfrühstück kommen würden, fühlte er sich plötzlich ganz schrecklich allein. Er sah auf den liebevoll gedeckten Tisch den frisch gebackenen Osterzopf aus der Bäckerei und die bunten Eier, die er selber am Vormittag angemalt hatte. Wie sehr hatte ihm die Vorbereitung Freude bereitet und nun diese kurzfristige Absage von seiner Tochter. Enttäuschung breitete sich in ihm aus. Um auf andere Gedanken zu kommen, ließ er sich ein heißes Bad ein. Während er in der Wanne lag und an die Wandfliesen starrte, flogen allerlei wirre Gedanken durch seinen Kopf. Lori war jedes Jahr zu Ostern mit den Kindern angereist. Ihr Mann Jens hatte sich bereits seit Jahren entschuldigen lassen. Thomas hatte die Besuche seiner Tochter immer für selbstverständlich betrachtet. Doch in diesem Jahr hatte Lori ihm mitgeteilt, dass sie und die Jungen Ostern gerne zu Hause verbringen möchten, im eigenen Familienkreis. Es war ein Wunsch von Jens und Lori wollte ihm diesen Wunsch erfüllen. Jetzt hör auf, dich selbst zu bemitleiden, sagte er energisch zu sich selbst. Als wenn du nichts Besseres zu tun hast, Opfer zu spielen. Es war eher selbstverständlich, dass Lori bei ihrem Mann zu Hause bleiben wollte, um dort zusammen mit den Kindern Ostern zu verbringen, dachte er. Verärgert über sich selbst stieg Thomas aus der Wanne, trocknete sich ab, zog ein großes, gemütliches Schlafhemd über, das noch ein Andenken an seine letzte Freundin war, und ging in sein Arbeitszimmer, wo der PC noch lief. Ihm war plötzlich eine Idee gekommen. Thomas liebte doch so sehr das Meer. Von seinem Wohnort Hamburg-Harburg bis Dassow in Nordwestmecklenburg und weiter zum ruhigen Naturstrand Barendorf waren es knapp 120 Kilometer. Thomas sah sich die Route in der Verkehrs-App an und entschied sich spontan, früh am nächsten Morgen aufzubrechen. Wenn er gegen 7 Uhr losfahren würde, könnte er gemütlich in Dassow sein, noch bevor der Osterreiseverkehr auf der A1 richtig losging. Am nächsten Morgen stieg Thomas zeitig aus dem Bett. Er packte einen Picknickkorb und legte die selbstbemalten Eier, den Osterzopf, Butter, ein kleines Glas Honig, ein Stück Käse, eine Thermoskanne mit Kaffee, eine Flasche Weißwein, Becher, Teller und Messer und Schokoladeneier hinein. Im hinteren Schrank fand er noch eine alte Tischdecke und Papierservietten. Beides legte er auf die Lebensmittel und schloss dann den Korb. Thomas zog sich wetterfest an, denn wie es in Hamburg so schön heißt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Noch einmal prüfte er kurz, ob er alles dabei hatte. Smartphone, Autoschlüssel, Kreditkarte, etwas Bargeld und eine Mütze. Dann fiel auch schon die Haustür hinter ihm ins Schloss. Wie vermutet war die Autobahn Richtung Norden um diese Zeit kaum befahren. Thomas kam gut voran und erreichte nach etwa über eine Stunde Dassow. Von dort waren es nur noch wenige Kilometer bis zum Naturstrand von Barendorf. Am Strand angekommen, atmete Thomas tief die salzige Meeresluft ein. Der Wind kam aus Osten. Er war mäßig und nicht allzu kühl. Der Himmel war teils bewölkt, teils schien die Sonne und das wechselhafte Wolkenbild bot ein wunderschönes Naturschauspiel. Unablässig musste Thomas in die Weite schauen. Die Wellen plätscherten beruhigend gegen das Ufer. Möwen flogen durch die Luft. Er genoss die Rufe der Lachmöwen, die in der klaren Luft widerhallten. Große Steine lagen wie ein Steg im Wasser. Am Ende dieser Steinzunge standen Kormorane, die im Wind ihr Gefieder trockneten. Thomas lief ein paar Schritte am Ufer entlang, bis er einen geschützten Platz an einer kleinen Bucht fand. Fichten und umgefallene Baumstämme, wie sie hier am Naturstrand häufig vorkamen, boten natürlichen Schutz.
Er breitete seine Wolldecke auf dem Sand aus, legte darauf die kleine, bunte Tischdecke und begann sein Frühstück liebevoll zu arrangieren. Während er noch damit beschäftigt war, sah er aus dem Augenwinkel eine Bewegung. Ein älterer Mann mit einem kleinen, wuscheligen Hund näherte sich und blieb einige Meter entfernt stehen. »Sieht lecker aus«, hörte Thomas plötzlich eine Stimme sagen. Er drehte sich um und sah direkt in das Gesicht des älteren Herrn. »Darf ich mich dazusetzen?« fragte der Fremde freundlich und deutete auf die Decke, die er unter seinem Arm trug. »Ich bin Peter, und wie es aussieht, hatten wir heute wohl dieselbe Idee.« Thomas schaute überrascht und verdutzt zu dem Herrn, der sich gerade ganz selbstverständlich zu seinem Picknick einlud. Einen Moment lang wusste er nicht recht, wie er reagieren sollte. Für einen Hamburger konnte so eine spontane Begegnung durchaus eine kleine Herausforderung sein. Doch dann lächelte Thomas, nickte und rückte ein Stück zur Seite. Peter, sein neuer Bekannter, breitete seine Decke neben Thomas aus und schon bald saßen die beiden Männer nebeneinander, ließen sich den Kaffee schmecken und tauschten Geschichten aus. Peter erzählte von seinen Enkeln, die in den Süden gereist waren, und Thomas berichtete von Lori, Mats und Michel. Schnell merkten sie, dass sie mehr verband als nur die Idee, das Osterfest am Meer zu verbringen. Nach und nach gesellten sich weitere Spaziergänger dazu. Eine junge Frau mit einem Thermobecher in der Hand. Sie stellte sich als Anna vor und im Laufe des Gesprächs erzählte sie, dass sie Streit mit ihren Eltern hatte. Dann kam Klaus, ein Witwer, vorbei, der Ostern nicht in seiner Wohnung alleine verbringen mochte. Und ein nettes älteres Ehepaar mit einem bunten Drachen, den sie immer wieder im Wind steigen ließen, schaute auch vorbei. Schnell entstand aus den Fremden eine kleine lebhafte Runde. Jeder brachte ein bisschen mit. Die einen Speisen und Getränke, die anderen Geschichten und Erinnerungen. Und ehe sie sich versahen, entstand eine kleine, fröhliche Gemeinschaft auf dem Strand. Sie lachten, teilten ihr Essen und stießen sogar mit einem Becher Weißwein auf das Leben an. Als Thomas am Nachmittag seine Sachen zusammenpackte, war sein Herz so schön leicht und voller Wärme. Dieser Ostertag hatte ihm mehr geschenkt, als er sich jemals hätte ausmalen können. Und während er den Heimweg antrat, wusste er, manchmal entstehen die schönsten Feste genau dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Wenn dir meine Geschichte gefallen hat, lass gerne ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Abonniere auch gerne meinen Kanal, um keine weiteren Erzählungen zu verpassen. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Geschichte. Alles Liebe, Rangheld.